ist Old Dominion Freight Line jetzt endlich ein Kauf? Wir schauen uns heute mal die Aktie an. ODFL ist ja im Trucking-Business und im Logistikbereich unterwegs und ist wirklich ein extrem starker Dauerläufer. Und ich möchte heute mal ein bisschen drauf schauen, ob sich da aktuell vielleicht langfristig orientiert eine Einstiegschance bietet oder darbietet. Und ja, Ultimate Freiheit, ODFL, das ist der größte Anbieter von Stückguttransporten. Und wir sind jetzt hier einfach mal auf der Webseite von ODFL, ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen. Zwar in Deutschland jetzt ein bisschen unterm Radar bei den Aktienanlegern, aber auf jeden Fall schon 1934 gegründet und ist auch einer der wichtigsten Akteure in der Logistikbranche und ist wirklich bekannt für seine Zuverlässigkeit und seine Effizienz. Ja, man hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Netzwerke auch von Servicezentren, die man auch mit einer riesigen Lkw-Flotte ausgestattet hat und die auch für die außergewöhnliche Pünktlichkeit und auch eine sehr niedrige Schadensquote einfach bekannt ist. Wir gucken mal jetzt als erstes auf die letzten News, die ODFL rausgegeben hat. Und das ist nämlich dieser Press Release hier. Und zwar hat man hier nochmal vor kurzem am 5. Juni gesagt, dass der Umsatz pro Tag um 5,6% gestiegen ist. Und hier ist mal so ein Kommentar vom CEO. Da sagt er eben, dass die Ergebnisse für den Mai relativ gut waren und dass er eigentlich zufrieden ist mit den Ergebnissen, die man hier abgeliefert hat. Und er glaubt, dass auch in Zukunft eben diese langfristigen Metriken, die man erreichen möchte, sich weiterhin als sehr, sehr robust und sehr, sehr stark präsentieren werden. Und er glaubt eben, dass man dann weiter Marktanteile hinzugewinnen wird können. Und ja, den langfristigen Shareholder Value möchte man eben weiter nach vorne treiben. Und jetzt gucken wir einfach mal, was macht Old Dominion Freight denn überhaupt? Was ist ein L2L? Was ist Stückguttransport? Was heißt es überhaupt? Also man verbindet sozusagen verschiedene Lieferungen, die immer nur einen Teil eines Trucks hier darstellen. Also man stückelt praktisch mehr oder weniger die Kapazitäten eines Anhängers, eines Trucks und kann dann dadurch deutlich effizienter eben ja, die Kostenstruktur aufbauen und kann natürlich höhere Preise verlangen, als wenn man jetzt nur einen einzigen ganzen Truck zu einem Ort schicken würde. Also man stückelt sozusagen den Platz im Truck und bietet das praktisch oder teilt es auf mehrere Kunden auf, die dann eben nur einen Teil dieser Lagerfläche bzw. der Transportfläche bezahlen müssen. Ja, man hat hier 22.000, knapp 23.000 Mitarbeiter, man hat 260 Service Center und ist in 48 Staaten vertreten. Man hat knapp 11.000 Traktoren, also LKW-Tractors und eine Marktkapitalisierung von 45 Milliarden US-Dollar und knapp 6 Milliarden Dollar Umsatz. Man hat auch schon eine richtig lange Historie hier von profitablem Wachstum. Also seit 2002 haben wir eine Umsatz-CAGR von 12% pro Jahr knapp. Also wirklich extrem stark. Sieht sehr, sehr gut aus und hier auch das Net Income ist mit stark gewachsen. Wir gucken aber dann noch ja, auf die bisschen charttechnische und fundamentale Ansicht, was Old Dominion Freight Line so in der letzten Zeit auch abgeliefert hat. Jetzt sieht man mal hier die pünktliche Lieferungsstatistik, also wie stark die Old Dominion Freight Line wirklich ist. Wir sehen eigentlich seit 2008 sind die so stark in dieser Pünktlichkeit nochmal angestiegen und sind jetzt halt auf einem sehr hohen Niveau, eben bei 99%. Also fast alles ist hier wirklich pünktlich, was Lieferungen angeht. Ja, also grundsätzlich ist ja Ultimate Freight hier aber auch noch ein Wachstumsunternehmen und ist auch bekannt dafür, zahlt aber zusätzlich auch eine Dividende. Die Dividendenrendite ist nicht besonders hoch, die liegt jetzt im Moment so bei 0,6%, aber da gucken wir auch noch gleich drauf, wo die im Moment liegt. Ja, grundsätzlich haben wir hier auch deutlich also sehr, sehr viele Investments, die man hier noch macht im Moment. Die Hauptinvestments liegen in den, natürlich logischerweise, man muss die LKWs irgendwie finanzieren. Also man muss LKWs kaufen. Man hat aber auch viel Real Estate, also man hat auch relativ viele Immobilien, was hier sehr, sehr schön ist. ODFL gehören alle Service Centers selber, also man besitzt diese Immobilien.
Und das hat natürlich auch einen Vorteil, dass man da jetzt selber drinnen ist und die nicht mieten muss. Also ist schön zu sehen. Hier sieht man nochmal die Service Center Kapazität auch im Vergleich mit anderen Mitbewerbern. Der wichtigste Wettbewerber ist eigentlich Saia im gleichen Business. Also die machen auch LTL Trucking. Natürlich gibt es da noch Konkurrenz wie FedEx, XPO könnte man noch nennen oder Yellow. Die sind auf jeden Fall noch nennenswert. Und wenn man hier die Anzahl der Service Center anschaut, dann sieht man, dass in den letzten 10 Jahren bis 2022 gerechnet ODFL um 17% seine Anzahl von Service Centern erhöhen konnte. Aber was ganz, ganz wichtig ist, im gleichen Zeitraum konnte man seine Shipments per Day, also seine Lieferungen pro Tag, um wahnsinnige 75% erhöhen, obwohl man ja die Service Center nur um 17% gesteigert hat im gleichen Zeitraum. Also sehr, sehr schön zu sehen. Die Kapitalallokation auch interessant. Der operative Cashflow, der deckt easy die Dividende. Die Dividende ist auch nur ein relativ kleiner Teil. Also man hat im Vergleich zu den Aktienrückkaufprogrammen deutlich weniger Dividenden ausbezahlt. Und die Net CAPEX sind auch relativ gut. Also sieht alles sehr, sehr schön aus. Ja, what's ahead for ODFL? Man geht hier nochmal ein bisschen so auf den Rückblick auch ein und schaut nochmal hier diesen Top 25 LTL Carrier Markt hier an. Und wir sehen, der ist in den letzten 20 Jahren wirklich wahnsinnig stark gewachsen, von 20 Billion US-Dollar auf jetzt über 52 Billion. Und man hat auch in den letzten Jahren hier, wenn man das anschaut, in jedem Bereich, also South Central, West, Midwest, Northeast, South und Pacific Northwest, hier seinen Marktanteil ausbauen können und wirklich rapide. Also man hat eigentlich in jeder Region hier seinen Marktanteil verdoppeln können. Langfristig hat man auch seine operativen Margen, Operating Ratio hier ja, erhöhen können. Also grundsätzlich sehr, sehr interessantes Business und man sieht ja auch hier, langfristig gehen sie weiter davon aus, dass sie Marktanteile hinzugewinnen werden und Umsatzwachstum und Profitabilität weiter steigern. Und sie sind sehr, sehr darauf erpicht, einfach wirklich diesen langfristigen Erfolg auch an die Aktionäre zurückzugeben. Und ja, das sieht einfach sehr, sehr gut aus hier alles. Und jetzt schauen wir einfach mal auf den Chart und auf die finanzielle Lage aktuell, weil in letzter Zeit lief Old Dominion Frightline eigentlich nicht mehr besonders gut. Hier auf Monatsbasis sehen wir aber, dass diese Aktie wirklich eigentlich schon seit 2000 so extrem gut gelaufen ist. Also man hat hier auch den S&P 500 und viele Tech-Werte sehr stark outperformen können. Also wirklich eine Aktie, die eigentlich zu Unrecht teilweise unterm Radar fliegt. Und vor allem in Corona hat man natürlich wirklich eine sehr, sehr schöne Rallye auch hingelegt, was natürlich mit dem hohen Lieferaufkommen und dem ganzen E-Commerce und so weiter zusammenhängt. Konnten jetzt sogar in 2024 ein neues Allzeithoch machen, sind aber seitdem wieder relativ stark nach unten korrigiert auf 168 US-Dollar im Moment. Und ich habe jetzt hier mal grundsätzlich den Trendkanal eingezeichnet und sehen, dass wir da jetzt eigentlich genau an der unteren Seite schon langsam ankommen. Auf Wochenbasis sehen wir, dass wir schon 26% jetzt korrigiert haben vom Allzeithoch und um die 30%, das sind wirklich die richtig, richtig guten Chancen bei ODFL, die sich da auftun. Also man könnte hier noch ein bisschen weiter korrigieren. Es hätte jetzt auch grundsätzlich, würde dem Chart gesundheitlich nicht besonders schaden. Wenn man das Volumenprofil hier links mal beachtet, sehen wir auch, dass wir hier in diesem Bereich, dem grünen Bereich, was ich eingezeichnet habe, ums 61,8er, sehr hohe Volumenanzahl auch haben, also auch sehr, sehr interessant hier. Und zusätzlich natürlich diese Unterstützungszone hier aus den Jahren 2022, die hier angetestet wurde, auch 2023. Also grundsätzlich für mich sehr, sehr interessant, wenn wir hier mal in diese Zone runterkommen würden. Da müssten wir noch auf nochmal 10 Dollar runter korrigieren. Das wären aber auch nur noch, schauen wir mal kurz, wie viel Prozent das sind. Noch 5 bis 6% müsste man hier runterkommen. Und dann könnte man auch hier auf eine Bodenbildung spekulieren. Und grundsätzlich, also das Unternehmen hat so eine starke Performance auch abgelegt. Und jetzt struggelt man so ein bisschen natürlich mit dem sich abkühlenden Markt, der ja auch sehr, sehr abhängig ist von der generellen Marktstimmung. Ist ja völlig klar. Also man ist ja einfach so
beeinflussbar einfach von den wirtschaftlichen Zyklen, und ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität kann natürlich auch die Nachfrage nach diesen Transportdienstleistungen reduzieren, und man ist natürlich auch in einem intensiven Wettbewerb in diesem LTL-Markt mit drinnen, und die Unternehmen wie ja eben FedEx, XPO, die konkurrieren natürlich auch und die können auch Druck auf die Margen ausüben. Was natürlich auch noch zu sagen ist, dass die Betriebskosten vor allem natürlich am Diesel hängen und diese Treibstoffpreise sehr, sehr stark auch den Preis von Old Dominion Freight Line beeinflussen können. Und ja, das spielt auch dann eine Rolle bei der Rentabilität und kann auch die Margen dann kurzfristig mal beeinflussen. Aber grundsätzlich ist jetzt das Unternehmen in so einer finanziellen wichtigen oder stabilen Lage, und die gucken wir uns jetzt einfach mal genauer an. Wir sehen jetzt, dass Old Dominion Freight Line hier 0,6% Dividendenrendite hat, also noch nicht so eine hohe Dividendenrendite. Ein KGV von unter 30, also mit 29,9. Und was aber zu sagen ist zu der Dividendenrendite, das ist jetzt kein hoher Ausschütter, sondern ist eben eher so ein wirklich starker Dividendenwachstumswert, der seine Dividenden extrem steigern konnte in den letzten Jahren. Die Valuation Ratio, jetzt hier, also auf Jahresbasis gesehen, da ist die sogar historisch, wenn man 2022 mal ausblendet, im Rahmen, ist jetzt quartärlich aber noch immer stark angewachsen bis Q1 24, aber grundsätzlich auf jeden Fall mal historisch gesehen eher niedrigeres KGV. Wenn man hier die Umsätze anguckt, die Growth und Profitability, sehen wir, die Umsätze konnten sogar hier bis 2022 wirklich extrem stark gesteigert werden. Jetzt auf 2023 gab es einen kleinen Rückgang. Klar, man kommt jetzt wieder aus dieser Corona-Phase raus und normalisiert sich hier. Deswegen sind auch die Netmargen leicht gesunken. Aber das Net Income konnte auf jeden Fall auf die letzten 4 Jahre sehr, sehr stark gesteigert werden. Hier sieht man mal kurz die Dividendenhistorie, mal grob überflogen. Und die würde ja so stark gesteigert. Das ist ja wirklich eine 30% Erhöhung hier zuletzt, also von 2022 auf 2023. Also man hat hier wirklich extrem starke Steigerungsraten. Wenn man den Verschuldungsgrad mal anschaut, also Debt to Free Cashflow, sehen wir, dass das Unternehmen eigentlich ja fast keine Schulden hat. Also man könnte hier sofort mit einmal, also mit einem viertelten Jahr, ein Quartal Cashflow alle Schulden zurückzahlen, beziehungsweise man könnte sogar aus dem Cashbestand alle Schulden tilgen. Also quasi keine Schuld, keine Verschuldung hier bei Old Dominion Freight Line. Ist natürlich sehr, sehr schön auch. Hier sieht man nochmal die Umsatzaufteilung mit Net Income nochmal ganz genau und sehen auch hier, dass der Trend grundsätzlich hier langfristig auf jeden Fall steigend ist und es eigentlich sehr, sehr gut aussieht. Gucken wir mal auf die Net Debt nochmal genauer zusammen mit dem Free Cashflow. Und hier sehen wir eigentlich, dass sogar die nette Verschuldung negativ war und der Free Cashflow auch stetig hier gesteigert werden konnte. Von 2017 da hat er erst 150 Millionen US-Dollar betragen und beträgt jetzt mittlerweile schon 800 Millionen US-Dollar. Und das in den letzten 7 Jahren ist wirklich eine sehr, sehr starke Steigerung. Und das sieht man natürlich auch im Chart, dass hier wirklich Shareholder Value geschaffen wurde. Wenn man noch die ausstehende Aktienanzahl anschaut, da sieht man dann auch noch sehr, sehr Interessantes. Da sehen wir auch, die wurde sehr, sehr stark auch reduziert und sehr, sehr schön eigentlich. Wurde jetzt auch von 2022 auf 2023 nochmal reduziert, obwohl die Ergebnisse hier auch ein bisschen schwächer gewesen sind. Also von der Seite aus auch nochmal Rückenwind für die Aktionäre, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und wenn wir nochmal die Price-to-Cashflow-Ratio hier einbinden, sehen wir, dass wir jetzt hier so eine, zumindest 2023 auf dem 28er Price-to-Cashflow-Ratio tendiert sind. Und das ist, wenn man jetzt Corona mal auslässt, ja, ungefähr im Durchschnitt etwas erhöht. Aber die brandaktuellen Zahlen sind hier auch bei 30, also etwas höher im Moment, weil der Cashflow jetzt natürlich auch nicht mehr weiter mit angewachsen ist in diesem eher schwierigen Marktumfeld, das man ja doch jetzt im Moment hat. Und man geht aber davon aus, dass sich das jetzt wieder langsam fangen soll. Wenn wir mal hier die Margen anschauen, dann sehen wir, dass die Netmargin in lila hier 2017 knapp 14% betragen hat und die beträgt aber jetzt schon in 2023 21%.
Also wahnsinnig starke Nettomargensteigerungen hier. Also richtig gut um 8%. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Auch die EBIT-Margen konnten hier weiter gesteigert werden. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Das zeigt auch einfach, Old Dominion Freight Line kann seinen Marktanteil, seine Marktmacht deutlich weiter ausbauen. Man bekommt sehr, sehr gut hin, das Unternehmen noch profitabler zu machen und ist in dieser Kostenreduktion eigentlich wirklich der Meister hier. Also sieht sehr, sehr gut aus. Hier sieht man die Payout Ratio in lila, in orange. Und da sieht man die Payout Ratio, die war so niedrig, die war hier jetzt 2023 mal bei 15%, historisch gesehen immer unter 10% gelegen. Also man kann hier noch wirklich sehr stark die Dividende weiter erhöhen. Und wir haben ja gesehen, man hat genug Free Cashflow, man hat keine, nicht wirklich Schulden, die man da groß tilgen müsste. Von dem her ist da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Platz für weitere Erhöhungen. Ja, wenn man so ein bisschen auf die ja, Zukunftsaussichten sieht, dann schaut man hier auf ja, weiter steigende Earnings per Share, also die sollen auch wirklich rapide weiter steigen. Beim Umsatz sehen wir genau das Gleiche. Soll nicht ganz so stark anwachsen wie die Earnings per Share, aber ist auch klar. Aber grundsätzlich sieht das alles sehr, sehr gut aus. Grundsätzlich macht man den absolut wichtigsten Umsatzanteil mit diesem Less Than Truckload Services, also wie schon gesagt, diese Teillieferungen, mit denen man natürlich sehr, sehr profitabel auch fahren kann. Also hier sieht alles sehr gut aus. Ja, für mich langfristig wirklich ein extrem interessantes Unternehmen und in meinem Depot befindet sich die Aktie noch nicht und ich plane aber hier in diesem grünen Bereich, wenn wir da noch runterkommen sollten, eine erste Position zu eröffnen. Es ist jetzt zwar nicht besonders schön, dass wir jetzt nach dieser wirklich schon langen Seitwärtsphase hier jetzt nochmal so stark runter korrigieren. Aber ich möchte trotzdem hier in diesem wirklich sehr, sehr starken positionierten Unternehmen partizipieren und mich hier auf jeden Fall positionieren. Dafür möchte ich aber die Aktie dann doch nochmal ein bisschen niedriger sehen und dann mal hier eine schöne Bodenbildung abwarten in diesem grünen Bereich. Also wir können auch noch ein bisschen tiefer bis auf 150 US-Dollar zur Not korrigieren. Und für mich ist das, glaube ich, also ist es eine sehr, sehr gute Chance dann, um hier so einen Dividendenwert, der seine Dividende sehr, sehr stark steigern kann, ins Depot mit reinzunehmen. Jetzt würde mich interessieren, was ist eure Meinung zu der Aktie? Habt ihr die vielleicht Old Dominion Freight Line schon im Depot oder lasst ihr da die Finger weg, weil das Unternehmen vielleicht auch so abhängig ist von der grundsätzlichen Konjunktur? Würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.